In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Dankbarkeit tatsächlich jedes Problem lösen kannst, das sich dir im Moment auf der Ebene deiner Realität zeigt. Das hört sich in deinen Ohren jetzt wahrscheinlich etwas abgefahren an. Bleib also unbedingt dran und schau dir das Video bis zum Ende an, wenn du verstehen willst, wie Dankbarkeit in deinem Leben wirkt und wie du dir diesen Glücksbooster tatsächlich zunutze machen kannst. Du wirst sehen, mit Dankbarkeit wird alles anders. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video aus der Mutig Leben Reihe, die Woche für Woche wächst und zum Glück von immer mehr Menschen gesehen wird. Dazu tragen vielleicht sogar die Untertitel bei, die ich außer in Deutsch auch in Englisch verfasst habe. Falls du also noch weitere Tipps für ein besseres, glücklicheres, selbstverantwortlicheres Leben haben möchtest, dann schau doch einfach mal in der Mutig Leben Playlist nach, ob da nicht das eine oder andere Thema für dich oder jemanden, den du gut kennst, dabei ist. Und ich verlinke dir diese Liste da oben mal sicherheitshalber. Falls du gerade erst auf dieses Video gestoßen bist und mich noch nicht kennst, mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin Individualpsychologin, Laufbahnberaterin, Ehe- und Paarberaterin, Mentalcoach und Buchautorin und noch einiges andere mehr. Ich lebe seit einiger Zeit in Bali und verbreite mein umfangreiches Wissen und all meine Erfahrung nicht nur aus einem sehr vielfältigen und durchaus abwechslungsreichen Leben, sondern auch aus mehr als 12 Jahren Praxisarbeit mit echten Klienten. Also ich verbreite dieses Wissen hier in meinen Videos, um in diesen schwierigen Zeiten, die wir ja nun alle durchleben, einen Beitrag für die mentale Gesundheit der Menschen zu leisten. Heute habe ich mich für dieses Video ins Restaurant Indus zurückgezogen. Das ist hier in Bali, also in Ubud, und das Indus ist eine Institution. Eigentlich ein Muss für jeden Besucher. Nicht nur wegen der fantastischen Aussicht, die ich dir jetzt gleich mal zeige. Schau mal, ist das nicht atemberaubend? Der Blick in den Canyon, wo unten der Fluss rauscht und an den Hängen der Urwald undurchdringlich ist. An manchen Stellen haben begnadete Architekten und Baumeister absolut atemberaubende Gebäudekomplexe errichtet, bei dem mir persönlich auch nach etlichen Jahren Bali-Erfahrung immer wieder der Atem stockt. Aber selbst bei dem großen Erdbeben 2017 haben die alle gehalten. Also das ist wirklich erstaunlich. Das Indus ist auch wegen seiner Innenarchitektur, dem fantastischen Essen und nicht zuletzt wegen der sehr, sehr freundlichen Menschen, die hier arbeiten, absolut empfehlenswert. Wenn du also mal irgendwann nach Bali kommst, was ich dir dringend empfehlen darf, dann komm hierher. Ach ja, übrigens darf ich hier montags abends mit meinen Freunden in dieser wunderbaren Atmosphäre auf einem wunderbaren Boden einen Tanzabend genießen. Und dafür bin ich super dankbar. Also wie gesagt, das Indus ist meine Empfehlung erster Wahl für Bali und Ubud. So, jetzt lass uns aber mal das Thema des Tages angehen sozusagen. Dankbarkeit oder auf Englisch Attitude of Gratitude, so rumhalten. Als Einstieg würde ich dir gerne diese Karte aus meiner Moodbox vorlesen. Dankbarkeit macht glücklich. Das ist eine alte Weisheit. Und doch vergessen wir oft, wie gut es uns geht, was wir alles können und haben. Stattdessen beklagen wir, was uns fehlt und schimpfen, wenn etwas nicht klappt. Wenn du etwas für dein Glück tun willst, dann achte mal darauf, was gut ist in deinem Leben und wofür du dankbar sein kannst. Vielleicht führst du dir vor Augen, wie gut es ist, dass du gehen, fühlen, riechen, schmecken, hören und sehen kannst. Oder du läufst mit offenen Augen durch dein Zuhause und bist dankbar für das Dach über dem Kopf. Bei der Arbeit kannst du dankbar sein, dass du einen Job hast. Und deine Familie, deine Freunde, kannst du für die dankbar sein? Die Sonne, das Grün der Wiesen, das Lächeln eines Kindes, sind das nicht großartige Geschenke, für die du Dankbarkeit empfinden kannst? Mein Tipp:
Mach dir heute eine Liste mit all den Dingen, für die du dankbar sein kannst. Und morgen machst du sie ein bisschen länger. Das ist, wie gesagt, eine der vielen Karten aus meiner Moodbox. Ich zeige dir hier kurz die Rückseite, nochmal die Vorderseite. Es gibt insgesamt 43 oder 44, ich weiß gar nicht genau, Karten, wo ich solche Tipps, wie auch hier in diesen Videos, sehr komprimiert zusammengefasst habe. Und wenn du tatsächlich die auch mal dir anschauen willst, dann schau mal in den Link hier unten, da habe ich die Moodbox verlinkt. Dann kannst du sie mal anschauen. Es gibt extra eine Webseite dazu. Also, ich erzähle dir jetzt was. Am Anfang meiner Trainingsphase in puncto Dankbarkeit hat mich dieses Zitat von dem alten Seneca tatsächlich Tag für Tag begleitet. Und das heißt, danke für das, was du bekommen hast. Auf das andere warte und freue dich, dass du noch nicht alles hast. Und ganz ehrlich, Dankbarkeit ist einer von den ganz dicken Fischen im warmen Pool. Habe ich dir ja letzte Woche von erzählt. Und eine sehr mächtige Emotion. Sobald du anfängst, Dankbarkeit aktiv zu trainieren, wird sich deine Sichtweise auf die Welt und auf dein persönliches Leben schlagartig verändern. Du ärgerst dich über den Stau auf der Autobahn? Sei dankbar für die Pause und genieße die Umgebung. Schau dem Menschen im Auto neben dir in die Augen und sei dankbar dafür, dass du Augen zum Sehen hast. Du bist wütend auf deinen Partner, lässt sich auch auf Kinder anwenden, weil er die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat. Sei dankbar, dass du einen Partner oder Kinder hast und dass er oder sie gesund sind. Dein Chef hat dir am Freitagnachmittag noch eine Aufgabe auf den Tisch geknallt, sozusagen noch was aufgebrummt fürs Wochenende und du kochst vor Wut? Sei dankbar, dass du einen Job hast und dass dein Chef dir diese Aufgabe zutraut. Du hast dir ein Bein gebrochen und beklagst dich über den Gipsklotz? Sei dankbar für die Auszeit und lies endlich all die Bücher, die sich auf deinem Nachttisch stapeln. Klingt alles komisch, ich weiß, aber ich habe es schon häufig erlebt, dass Menschen ihren Führerschein, ihren Partner, ihren Job verloren haben und sich hinterher wünschten, sie könnten die Zeit einfach zurückdrehen. Oder sie sind ernsthaft erkrankt und wünschten sich, es wäre nur ein gebrochenes Bein. Tatsächlich ist Dankbarkeit heutzutage eher selten geworden und viele Menschen können nicht wirklich genießen, was sie haben. Immer ist es irgendwie nicht genug. Doch damit ist ihr Fokus ununterbrochen auf dem Mangel. Und gemäß dem Gesetz der Anziehung wird der Mangel dadurch, zumindest gefühlt, nur noch größer. Willst du jetzt anfangen, die Welt mit den Augen der Dankbarkeit zu sehen? Sozusagen als Trockenübung auf dem Weg in den warmen Pool, von dem ich dir ja, wie gesagt, letzte Woche ausführlich erzählt habe? Dann könntest du doch am Morgen dankbar sein, dass du aufgewacht bist, dass du gesund aufstehen kannst und die Sonne aufgehen siehst. Du könntest dankbar sein für den Atem, der dich durchströmt. Und dankbar sein für das leckere Frühstück, das du genießen kannst. Dankbar sein für das Dach über dem Kopf und für noch vieles, vieles mehr. Ich möchte dir an der Stelle gern 2 Beispiele aus meinem eigenen, sehr persönlichen Leben geben, damit du sehen kannst, wie mein Trainingspfad in puncto Dankbarkeit ausgesehen hat. Ich habe vor mehr als 20 Jahren an einem Silvesterabend durch 2 Kanonenschläge nah an meinen Ohren ein Knalltrauma erlitten und seither einen massiven Tinnitus, also dieses permanente Pfeifgeräusch im Ohr. Dieser drohte mich über die Dauer der Zeit tatsächlich in den Wahnsinn zu treiben. Und nachdem alle nur erdenklichen medizinischen und heilpraktischen Maßnahmen, und glaub mir, ich habe wirklich nichts ausgelassen, keinerlei Besserung brachten, war ich, ja, kann man so sagen, echt verzweifelt. Da blieb mir dann nur die Möglichkeit, den Stress, den dieses Dauerpfeifen in meinen Ohren verursachte, mental aufzulösen. Dies gelang mir dann schließlich tatsächlich mit einer Dankbarkeitsmethode, die mir mein damaliger Mentor und Ausbilder anbot. Seither löse ich das Problem, in Anführungszeichen, auf folgende Weise. Wenn ich morgens aufwache und meinen Tinnitus höre, also ihn wahrnehme, der tatsächlich sehr laut ist, dann atme ich tief durch und sage, danke, dass ich lebe.
und freue mich, dass ich tatsächlich lebendig aufgewacht bin. Denn wenn ich nicht leben würde, dann hätte ich ja wohl auch keinen Tinnitus mehr, den ich hören könnte. Logisch oder logisch? Auf diese Weise habe ich meinen Tinnitus zu meinem Freund gemacht, der mich morgens freundlicherweise aufweckt. Danke dafür. Durch diesen Dreh von der Verzweiflung zur Dankbarkeit bin ich tatsächlich mit diesen Dauerpfeifen in meinem Kopf in Frieden gekommen. Das zweite Beispiel hat mir gezeigt, dass mir nach jahrelangem Üben die Haltung von Dankbarkeit tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Oder damals schon war. Ich fuhr nämlich an einem Freitagnachmittag auf der Autobahn von Stuttgart Richtung Singen und wollte meinen Sohn und seine Familie in der Schweiz besuchen. Kurz vor der Ausfahrt Böblingen gab es einen Stau. Ich bremste und hinter mir hat jemand wohl nicht so gut aufgepasst und ist mir krachend in mein wunderschönes Cabrio geknallt. Das Erste, was ich nach diesem knirschenden Geräusch hinter mir im Heck hörte, war mein lautes Danke. Aus meinem eigenen Mund, ja? Jetzt wirst du dich fragen, ob ich vollständig den Verstand verloren habe, mich für einen Unfall zu bedanken. Ich kann dich beruhigen. Nein, ich bin nicht verrückt. Und ich war es auch damals nicht. Doch mir war in dieser Sekunde klar, dass ich überlebt hatte. Und ehrlich gesagt war auch sonst nicht viel passiert, aber das wusste ich da ja noch nicht. Und sieh's mal so, solange ich Danke sagen kann, hätte es viel schlimmer kommen können. Und das Tollste daran war aber, dass ich noch nicht mal Adrenalin produziert habe und die sogenannte Schrecksekunde sofort in Dankbarkeit transformiert habe. Ich kann dir sagen, das ist ein super, super tolles Gefühl. Ich habe also einmal tief durchgeatmet, bin lächelnd ausgestiegen. Dem Herrn hinter mir in seinem niegelnagelneuen Audi A8 war sichtbar nicht sehr wohl zumute. Doch meine Gelassenheit und Leichtigkeit übertrug sich sofort auf ihn. Wir konstatierten beide fröhlich, dass der Schaden ja überschaubar war. Naja, ehrlich gesagt, die Werkstatt hat dann trotzdem einen glatten Tausender verlangt. Aber egal. Wir waren beide in der Lage, weiterzufahren. Unsere Autos waren also nicht so massiv beschädigt. Wir haben lediglich Adressen ausgetauscht und er sagte, er werde den Schaden privat tragen, also nicht seiner Versicherung melden. Gut, ich habe den auch meiner Versicherung nicht gemeldet und 4 Tage später war mein Auto repariert und 7 Tage später war das gesamte Geld auf meinem Konto. Vertrauen bringt Vertrauen hervor. Dankbarkeit bringt immer Dankbarkeit hervor. Mein Tipp: Was immer passiert, sag laut Danke. Dir fällt ein Glas herunter und zerbricht? Sag Danke und freu dich, dass niemand dabei verletzt wurde. Du verpasst den Zug? Sag Danke und sei sicher, dass es für irgendetwas gut war. Ich habe schon oft Situationen erlebt, wo eine rote Ampel, über die ich hätte fluchen können, verhinderte, dass ich in einen Unfall verwickelt wurde oder Ähnliches. Du kriegst den Job nicht, auf den du dich beworben hast? Naja, sag Danke und sei sicher, dass etwas Besseres auf dich wartet. So könnte ich stundenlang weitermachen. Aber ich denke, du weißt inzwischen, wie es geht. Nochmal, solange du Danke sagen kannst, hätte es schlimmer kommen können. Also sag Danke dafür, dass es nicht schlimmer gekommen ist. So einfach, so wirksam. So gut. Ich für meinen Teil bin inzwischen tatsächlich 95% meiner Lebenszeit dankbar. Und Überraschung, mein Leben ist ein einziger Grund für Dankbarkeit. Jede Sekunde meines Lebens ist ein Geschenk. Macht dich jetzt neidisch? Kein Grund dafür. Das kannst du mit deinem Leben auch hinkriegen. Die Dankbarkeit zaubert aus jedem Problem ein Wunder. Probier es aus. Du wirst dich wundern. Danke, dass du mir bis hierher zugehört hast. Und danke, dass du zugeschaut hast. Und danke, dass du dein Leben von nun an mehr mit den Augen der Dankbarkeit betrachten willst. Was immer da draußen passiert gerade. Corona, Inflation, Krieg, neue Weltordnung, keine Ahnung. Sei du dankbar für das, was du hast.
Von da aus kannst du alles manifestieren, was du willst. Ohne Dankbarkeit wirst du allerdings immer weniger haben. Vor allem weniger Frieden in dir und außerhalb von dir. Damit lasse ich es für heute gut sein. Erstens zerfließe ich mal wieder und ich freue mich jetzt auf mein leckeres Mittagessen. Voller Dankbarkeit werde ich das essen und die grandiose Aussicht hier. Und wie immer wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und Gute. Das war wie immer deine Barbara Fischer-Reinecke von Mutig Leben. Bye bye, ciao ciao, bis bald.